Sind wir fertig? Hallo, wir wollen heute ein paar Fragen beantworten. Wir sind zwei Piranhas von Piranha Bytes und machen Computerspiele. Und ihr habt viele Fragen und deswegen versuchen wir hier mal ein paar zu beantworten. Genau, so ist es. Dann hau mal raus. Also, ich hatte im letzten Jahr, fragt hier jemand, mal angefragt, wie lange heutzutage eine komplette Animation dauert. Vor Jahren hatte ich mal ein Interview mit Bully Herbig verfolgt. Der meinte, dass es extrem lange dauert, bis zu einem Tag, um da nur ein Bein zu bewegen. Mich interessiert das, auf welche Probleme man da stößt und ob Blender da wirklich besser ist als 3ds Max oder Maya. Oh, das ist mal eine Frage. Wir sind keine Animatoren. Also wir jetzt nicht. Also, nee. Wir zwei. Aber es gibt ja viele unterschiedliche Sachen. Da, wovon der gesprochen hat, das ist Keyframing. Das bedeutet, dass eine Animation direkt komplett in einem Tool mit entsprechenden Anfassern und so immer so Stop-Motion-mäßig animiert wird. So, ne? Das heißt Frame für Frame. Und also Bild für Bild, wenn du so willst. Ne? Das ist eine Sache, das ist Handwerk. Das ist es möglichst natürlich aussehen lassen, ist dann die Herausforderung. Gerade bei menschlichen Figuren ist das immer so. Bei Monstern auch, aber Monster dürfen sich auch mal ein bisschen grotesk bewegen. Das findet man nicht so unangenehm oder so fremdartig. Das findet man eigentlich ganz gut, wenn mal so Sachen sich fremdartig. Das findet man meist eklig oder so. Authentisch oder richtig toll müssen sich immer menschliche Figuren bewegen und das macht man heutzutage eher mit Motion Capturing. So, ja. Und die haben eine andere Methode, um das mal ganz grob zu skizzieren. Man nimmt jemanden auf, der irgendwelche Pöppel am Körper hat, ja, und nimmt seine Animation auf mit irgendwelchen Scannern oder Sensoren und die sind dann behaftet mit irgendwelchen Störungen. Das heißt also, irgendeiner telefoniert im Hintergrund, irgendwo fliegt ein Flugzeug vorbei und so, und dann gibt's dann bei der Übertragung halt irgendwelche komischen Fehlinformationen, Geruckel, Gezuckel und so ein Hintergrundrauschen. Das muss man erstmal cleanen, das muss man erstmal säubern, du musst das irgendwie, die reine Animation, die dann schön weich dann irgendwie dann rüberkommt, dann erstmal hat und die Informationen dann auch, die dann weniger sind, als jetzt irgendwie tausende von Informationen rüber zu hieven, weil Daten sind immer sehr schwierig, wenn man sie in den Speicher packt. Das heißt, die müssen dann auch reduziert werden, gecleant, reduziert und dann müssen die auch noch gut aussehen. Und dürfen nicht unnatürlich aussehen. So, und das ist so ein Prozess, der als erstes angeschmissen wird und dann gibt's noch, man baut es ins Spiel ein, man muss sie anpassen und so weiter. Und das sind alles so Dinge, die dauern, ja. Wie viel so eine Animation von einem Bein, ein Bein tritt einen Fußball oder sowas, ja, also nur als Beispiel, dauert beim Keyframing, wenn der Bully Herbig sagt, das dauert einen Tag, kommt drauf an, was für ein Anspruch da ist. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Das kann man auch mal eben Brute Force, mal eben trashy rauspusten, sowas, ja. Geht schneller, aber wenn es richtig echt aussehen soll, hat er vielleicht sogar recht. Ne? So. Und darum geht's dann, um den Anspruch und die Ambition dabei. Ja. Okay, und was die Tools angeht, haben wir häufig auch alle Tools benutzt. Und zwar dafür, wo die am besten funktioniert haben. Ja, muss man halt gucken, was will ich eigentlich und welches Tool kann ich erstens am einfachsten bedienen, was gibt mir das Tool und was will ich denn eigentlich? Und dann manchmal ist es sogar sinnvoll, mehrere Tools für eine Sache zu verwenden. Zumal wir ja auch nicht nur die Bewegungsabläufe der ganzen Körper animieren und benutzen, sondern zum Beispiel auch sowas wie Köpfe und Gesichter und solche Sachen, die kommen ja auch noch dazu. Okay. Von wem schaut ihr denn eigentlich so Let's Plays? Na, da hat jemand gefragt, ob wir auch Quantum Plays gucken. Neugierig? Quantum Plays kennen wir auch, ja. Ja. Haben wir auch schon öfter geguckt. Vor allem, wenn der unsere Spiele spielt, gucken uns das gerne an. Ja. Wobei ich sagen muss, dass das selten vorkommt, dass ich ein Let's Play wirklich von vorne bis hinten durchgucke von einem unserer Spiele, weil das halt auch unfassbar viel Zeit frisst, sondern auch da
bin ich gerne am Stochern. Das heißt, ich gucke mir mal eine Folge, ich gucke mir mal eine Folge an, ne? Also zum Beispiel Spielstart sieht man am Anfang so häufig, dass ich zum Beispiel dann gerne irgendwie gucke, wie weit ist er denn? In der Mitte, dann gucke ich da mal rein. Wie hat sich wer entschieden irgendwie? Wie empfinden die Leute das, wenn sie es beenden? Ne, dann kriegt man meistens mit, irgendwie hat es ihnen gefallen oder nicht, oder ne, welche Probleme sind sie gestoßen. Dann stochert man so durch die Let's Plays oder auch durch die Livestreams und guckt einfach mal, wie die Leute sich durchs Spiel hangeln. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zum, es ist gerade released oder es ist später. Wenn es gerade released ist, dann saugt man irgendwie so alles auf, was kommt, ne? Weil dann auch sehr viele Leute gleichzeitig irgendwie zum Beispiel Livestreamen und solche Sachen, dann guckt man natürlich sehr viel häufiger, während man irgendwie nach einiger Zeit, wenn das Spiel eine Weile draußen ist, dann punktuell halt guckt, guck mal, da spielt es gerade einer, oder guck mal, der hat's auch gespielt, und dann guckt man halt, wie hat der verschiedene Situationen irgendwie gespielt. Was hat er da, wofür hat er sich entschieden? Hat er das und das gesehen oder ist er dran vorbeigelaufen? Und dann sind das eher so Sachen, die man sich eher anguckt. Und da gucken wir tatsächlich querbeet. Also Männlein wie Weiblein, Leute, die wir kennen persönlich, Leute, die wir nicht kennen, große wie kleine, gucken wir wirklich querbeet durchs Internet. Kann man so sagen. Ja. Ne? Bringt eure Spiele doch bitte auf Mobile, schreibt hier jemand. Unsere Spiele sind sehr hardwarehungrig. Und Mobile ist, wäre schön. Also wir würden diesen Markt bestimmt auch beschreiten oder bespielen oder so, wenn das mal eben gemacht ist, aber das ist nicht so trivial. Wir würden es tun, wenn es leicht wäre. Aber ich glaube, das ist auch mit so einem Spiel auch nicht so einfach. Ne? Mich würde mal interessieren, welche Spieleplattform ihr bevorzugt. PC, Xbox oder so, wenn ihr privat spielt, fragt jemand. Ja, PC, PlayStation und Xbox. Das kommt drauf an. Oh, und Switch auch. Ne? Und Tablet-PC. Und Tablet. Ja, Tablet-PC und Tablet sind ja unterschiedliche Dinge. Ne? Habe ich mal gelernt. Und Handy. Und Handy. Also kommt wir spielen alles. Ja. Also wir spielen tatsächlich alles. Und das ist so ein bisschen Gelegenheit macht Diebe. Ja. Also wenn wir mit Freunden spielen, spielen wir am ehesten auf dem PC. Wegen Anbindung und solche Sachen. Wenn wir irgendwie uns entspannen wollen, dann spielen wir tendenziell eher Konsole, weil man sich dann mit dem Controller einfach in die Couch hinein unterwegs spielen wir Handy, Tablet oder Switch. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns gerade befinden, benutzen wir tatsächlich alles. Ja. Aktuell kann ich nicht mal sagen, dass eine auch wirklich vorsticht, was die Häufigkeit angeht. Nee. Das wechselt momentan täglich. Ja. Hat alles seine Existenzberechtigung. Ja. Ne? Ja. Wobei wir auch unterschiedlich neue Konsolen haben. Ne? Also die Xbox, das spielen wir immer noch am häufigsten aktuell auf der 360. Bei PlayStation 4. Ja. Und wenn es aktuelle Titel gibt, die wir auf der Konsole spielen wollen, dann auf der Xbox Series X. Richtig, ne? Ja. Dann haben wir beide irgendwie. Eine ist so die, wo wir die ganzen Speicherstände noch drauf haben. Ja. Die andere so, wo wir ein paar größere Spiele gespielt haben. Die andere genug zu zocken. So ist es. Okay, gucken wir mal, was gibt's noch? Also, bei den herumliegenden Dokumenten im Spiel, in Klammern nicht interagierbar, fiel mir auf, dass der Text samt Layout extrem ähnlich aussieht wie bei diversen Wissenschaftsartikeln. Ist es ein echter Artikel? Und wie heißt er? War er möglicherweise sogar relevant für das Spiel? Fragt jemand. Reine Fiktion. Ja. Also, das ziehen wir uns einfach so vom Leder. Also wir schreiben einfach hin, was uns so im Kopf kommt. Genau. Ja. Und die Sachen, die wir zum Beispiel abändern, also dem einen oder anderen, das ist vielleicht als Gimmick aufgefallen, dass man zum Beispiel so unsere eigenen Spiele als Layout wieder erkennt oder dass so Anlehnungen an andere bekannte Dinge auch wieder erkannt werden können. Die laufen bei uns unter Easter Egg.
Ne? Genau, die sind in der Regel dann so entstellt, dass sie keine Lizenzen berühren. Das müssen wir auch so machen, weil wir können nicht einfach irgendwie den Kram von anderen Leuten ins Spiel einbauen. Das funktioniert so nicht. Ne? Das müssten wir dann vorher lizenzieren oder dürfen es erst, wenn es lizenziert ist. Machen wir auch ab und zu, aber eher selten. Und alles andere musst du halt so entfremdet haben oder dir was Eigenes ausdenken, dass es halt nichts mit irgendwas zu tun hat und als Easter Egg gilt, im Grunde genommen. Genau. Darum ist die Antwort nein, nicht direkt. Hier fragt jemand, wie lange braucht ein Mitarbeiter beispielsweise für das Erstellen einer neuen Waffe im Spiel? Von der Skizze bis zum fertigen Modell. Das geht durch mehrere Hände, sowas. Genau. Und das dauert Wochen bis Monate. Ja. Ja, also einer zeichnet es, der andere hat's erfunden, wie es heißen soll, wie stark es sein soll. Der nächste baut es, dann gibt's wieder einen, der texturiert es, dann gibt's wieder einen, der checkt, ob das alles passt oder nicht und dann nochmal wieder zurück. Und geht immer durch mehrere Hände. Das ist immer ein Team-Ding und das dauert mehrere Wochen. Ja. Und am Ende gibt's jemanden, der tut's dann ins Spiel. Ja. Da fragt jemand, was ist dieses coole Fantasy-Bild, das beim Starten von Elex 2 nur ganz kurz für ein paar Millisekunden erscheint? Kann man das irgendwo herbekommen? Da habe ich mir die Antwort schon rausgeschrieben, weil ich sonst nicht mehr wusste, was gemeint ist. Das ist gemeint hier. Genau. Das hier. Ne? Also, das ist das lila Key Art. Ja. Das, hast du eins aufgemacht mal? Ich glaube nicht. Von denen? Doch. Ja. Wir hatten das doch mal ausgepackt, oder nicht? So. Ne? Auf jeden Fall ist es das hier. Das kann man hier erkennen. So, das Bild ist gemeint, das sieht man am Anfang. Und das ist unser lila Artwork. Na? Also wenn man Elex 2 googelt, dann kommt man bei der Bildersuche auch relativ schnell drauf. Ja. Genau. Ach so, und an dieser Stelle hatte ich mir extra noch notiert, Key Arts und Bilder, wenn euch das interessiert, auch für euren Desktop zum Beispiel oder als Handy-Hintergrund, das Piranha Fanart Portal. Einfach mal im Internet eingeben, Piranha Fanart Portal, das ist der liebe Marco, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für dein Engagement. Der macht jeden Monat ein neues Key Art zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel eins auf meinem Handy von ihm, ja, der Ekrom, sowas macht er, so tolle Sachen. Also das finde ich ganz großartig. Das stellt er einfach zur Verfügung und da könnt ihr euch die Sachen runterziehen in unterschiedlichen Formaten. Schaut sehr, sehr gerne einmal rein. Ja. Er hat auch übrigens, macht er das auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen auch. Also er hat einmal die Website und dann ist er auf Facebook, Instagram und Twitter, glaube ich. Genau. Dann habt ihr beide euch in der Firma kennen und lieben gelernt, fragt jemand. Unsere Firma ist aus einem Freundeskreis entstanden, ja, mehr oder weniger, ein großer Teil davon. Und aus diesem Freundeskreis stammt unsere Kennenlernphase so. Wir haben uns kennengelernt in dieser Clique auf einem Live-Rollenspiel, Genau. kann man sagen. Ja. Wo wir Mafia gespielt haben. Da sind wir uns näher gekommen. Das heißt, aus der Clique wuchs die Firma und aus der Clique haben wir uns auch kennengelernt. Ja. So. Aber nicht in der Firma. Nicht also in der Firma. Da bin ich eigentlich erst viel später dazu gekommen. Und mitunter aber auch halt dann ein bisschen durch Vitamin B. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja. Da fragt jemand, um wie viele Personen und in welchen Positionen habt ihr euer Team erweitert? Bezieht sich mit Sicherheit von Elex 1 auf Elex 2. Vermute ich einfach mal, weil das steht hier nicht. Ja. Verändert hat sich das Team ja stetig, so ein bisschen. Und aktuell, also im Laufe der Entwicklung von Elex 2, haben wir ein paar Leute dazu bekommen. Ja. An den Stellen, wo es hakt, ne? Wo wir sagen, da müssen wir mehr Arbeit investieren. Das ist, da erweitert sich die Technik oder das Know-how. Das müssen wir machen. Was das genau ist, möchte ich gar nicht so großartig diskutieren, weil das ist halt immer sehr interpretationswürdig. Da wird ein Name genannt, da wird dann ein Bereich genannt und dann wird darüber diskutiert. Das ist für die Leute, die da arbeiten, nicht fair und ist meistens auch eigentlich nur Gerüchteküche. Und die möchten wir nicht schüren und darum nennen wir das nicht. Also wir sind jetzt von
27 auf 35 gewachsen. So. Wobei das auch so ein bisschen marktorientiert ist, muss man dazu sagen. Ne? Also es gibt halt Bereiche, in denen kennt man schon Leute und findet deshalb auch super schnell jemanden. Ja. Zum Beispiel im 3D-Bereich oder sowas oder im Level-Bereich oder ne, sowas. Da sind es halt super viele Leute, die das sehr gerne machen, die auch sehr gut sind, die man untereinander vielleicht schon kennt oder sowas. Und da hat man dann vielleicht nicht mal eine Stellenausschreibung, während Programmierer zum Beispiel von super vielen Firmen momentan auch gesucht werden. Also deutschlandweit. Von allen. Sucht gefühlt jeder irgendwie eine gute Programmierer. Das ist irgendwie so ein Zeitzeichen vielleicht auch an der Stelle. Ne? Und wenn ihr ansonsten neugierig seid, welche Positionen gerade offen sind, wenn wir akut suchen, dann suchen wir in der Regel entweder auf unserer eigenen Website piranha-bytes.de oder wir stellen aus auf Games Jobs Germany heißt das. Ne? Einfach mal googeln, da sind auch in der Regel offene Stellen zu finden, auch in sehr unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Firmen. Deutschlandweit. Und Programmierer haben wir auch eingestellt, ja. Ja. Die nächste Frage ist, seid ihr in der Gothic-Szene unterwegs oder habt ihr Sympathien dafür? Naja, ja, wir sind in der schwarzen Szene unterwegs und wir haben nicht nur Sympathien dafür, sondern wir sind Teil der schwarzen Szene. Hier im Ruhrgebiet, kann man sagen. So, und ich bin auch regelmäßig unterwegs. Also wir, ne? In der schwarzen Szene und ja, da haben wir wohl Bock drauf. Wo sind wir anzutreffen? Hier im Ruhrgebiet gibt's tolle Läden, zum Beispiel Eisenlager jeden Donnerstag. Dann das ehemalige Tick in Mülheim, im Phoenix sind wir gerne. Dann gibt's die Zeche Karl einmal im Monat, wo schwarz gefeiert wird. So, das sind so ein paar Eckpunkte, die man nennen kann. Und ansonsten Mittelaltermärkte. Festivals waren wir gerne. Jetzt waren wir in Dortmund in der Zeche Zollern auf einer Veranstaltung, wo viele Steampunk-Sachen gemacht wurden. Das haben wir uns angeguckt, das fanden wir ziemlich cool. Ne? Und ja, wir waren auf dem Rockhard Festival für ein Konzert von Blind Guardian, das haben wir uns angeguckt. Blackfield gibt's ja leider nicht mehr. Blackfield gibt's nicht mehr, weil sonst wären wir da. Und was haben wir vorher gemacht? Da waren wir auf der Federation Con, auf der FedCon in Bonn. Das ist alles letztes Wochenende passiert. Das heißt, wir sind da ziemlich Flexitarier-mäßig unterwegs. Stimmt. Ja, aber alles, was so ein bisschen Fantasy oder Sci-Fi oder so, ne, oder Gothic halt. Amphi-Festival in Köln, da werden wir wieder. Ja, da werden wir auch sein. Ja. Okay, da schreibt jemand. Ich lese es einfach erstmal so vor, wie es da steht. Kann man ja später aufdröseln. Elex ist oder war, ja, soweit ich weiß, Einschränkung, aus dem Wunsch herausgeboren, ein Steampunk/Cyberpunk-Spiel zu entwickeln. Seid ihr nun wunschlos und falls nicht, was ist nun euer Wunsch für die persönliche zukünftige Spieleentwicklung? Ja, okay. Also zukünftig können wir nicht sagen, weil dann würden wir anfangen, über unser aktuelles Projekt, an dem wir arbeiten, zu referieren und das machen wir nicht, damit wir nicht einen Fragekatalog kriegen, der so konkret ist, dass wir da uns nur rechtfertigen müssen die ganze Zeit. Und das möchten wir nicht. Das heißt, das warten wir ab bis zum Announcement. Das kann jetzt ewig dauern, bis wir da mal so zurande kommen und so weiter. Nur mal um die Zukunftsgeschichten. Und Cyberpunk und Steampunk, ja. Also Elex ist daraus erwachsen oder erwuchs daraus, den Wunsch, mehr Sci-Fi reinzubringen in unsere Spiele. Allgemein. Weniger so auf die Settings Steampunk oder Cyberpunk gemünzt. Das eher weniger. Weil Cyberpunk ist für mich eher, ja, Cyberpunk halt, ne? Oder Blade Runner oder sowas. Sehr modern und sehr neuzeitmäßig. Und wir haben sehr viel Natur in unseren Spielen. Und Cyberpunk ist eher tendenziell, spielt in einer großen Stadt. So, ja. Das heißt, Cyberpunk sowieso generell nicht. Und Steampunk, ja, Hauch davon, aber wenn dann eher Dieselpunk, würde ich sagen. Ja, so ein paar Sachen, Morcons zum Beispiel, die gehören dazu, ja, die Fraktion. Und immer mal wieder so Einflüsse davon. Aber reines Steampunk, ja, kann man sich vorstellen, hat mit Elex erstmal nicht so viel zu tun. So. Wenn die Frage dahin geht, irgendwie, ob uns die Ideen ausgehen, dann ist die Antwort nein. Das ist nie so. Also selbst wenn man irgendwie so eine Idee
tatsächlich in die Tat umgesetzt hat, wie das Helix-Universum aktuell, dann gibt es trotzdem immer so viele Ideen noch in der Schublade und Sachen, die man noch umsetzen könnte oder irgendwie mal machen könnte, dass uns nie die Ideen ausgehen. Also wir haben da immer jede Menge noch in petto und was davon irgendwann das Licht der Welt erblickt und was nicht, naja, da muss man halt warten. Cool. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Neue Fragen gerne einfach unter diesem Je mehr, desto besser. Film. Dankeschön. Genau. Macht's gut. Bis dann. Auf welches Festival freust du dich am meisten dieses Jahr? Nächstes Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr VNV Nation auf dem Amphitheater in Gelsenkirchen. Oh ja, da freue ich mich auch. Ja.